wenn du darauf reagierst, dann weißt du genau, dein Unterbewusstsein hat zugehört, nur dein Verstand war in dem Moment nicht mehr präsent. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Erfolgsgeflüster. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Du wärst nicht bei Erfolgsgeflüster gelandet heute, wenn du nicht entweder ein Ziel hast, das du unbedingt erreichen möchtest im Leben, irgendwelche Blockaden hast, die du gerne lösen möchtest, oder irgendwelche Ängste hast, die dich gerade noch zurückhalten von dem Leben, das du gerne leben möchtest. Und ich freue mich, dass wir heute über ein Tool sprechen im Podcast, das dir genau dabei helfen kann, dein Ziel zu erreichen, deine Blockaden zu lösen und deine Ängste zu überwinden. Die Rede ist von Hypnose. Mein heutiger Podcast-Gast arbeitet jeden Tag mit Menschen genau daran, mit Hypnose Ängste zu überwinden, Blockaden zu lösen und eben auch ihre Ziele leichter zu erreichen. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist, dass sie ihre Erfahrung teilt. Ich werde sie gleich querbeet alles zum Thema Hypnose fragen, von Vorurteilen bis hin zu, was kann ich denn damit erreichen, wie fühlt es sich denn an, hypnotisiert zu sein und vieles mehr. Und damit begrüße ich Sie recht herzlich. Hallo Michaela Ortmeier. Hallo, schön, dass ich hier bin. Wir sprechen gleich über ein Thema, von dem viele schon gehört haben, aber gar nicht so viele Menschen wissen wirklich genau, was es damit auf sich hat. Es gibt auch sehr viele Vorurteile zum Thema Hypnose. Deswegen räumen wir da gleich mal ein bisschen auf. Aber lass uns mal einsteigen. Was ist denn Hypnose eigentlich allgemein? Hypnose ist letztendlich ein Zustand, in dem wir Verbindung aufnehmen können zu unserem Unterbewusstsein. Und im Unterbewusstsein steckt so unendlich viel Potenzial. Und ein guter Vergleich dafür ist vielleicht, wenn du Dinge mit deinem Verstand tust, dann ist es, als würdest du mit einer Kerze einen Raum beleuchten wollen, also nur mit dieser Flamme der Kerze. Und wenn du aber dein Unterbewusstsein nutzt, dann ist es das Potenzial der Sonne. Ja, also das Unterbewusstsein verbirgt so viel Potenzial, das wissen halt viele nicht. Und deswegen ist es so unglaublich nützlich und hilfreich, eben auch mit Hypnose zu arbeiten. Denn die Hypnose baut quasi die Brücke zu diesem unentdeckten Potenzial. Unterbewusstsein ist ein gutes Stichwort. Man kennt, glaube ich, so diese Faustregeln, also von wegen, ja, der Großteil unseres Bewusstseins ist eigentlich das Unterbewusstsein. Was ist so da die Regel oder die Prozentzahl, mit der du quasi üblicherweise arbeitest oder die halt bekannt ist? Das ist so das Gängige, was viele kennen, ist eben, dass 95% des Potenzials tatsächlich im Unterbewusstsein liegen und wir nur 5% mit dem Verstand tun. Obwohl wir immer denken, wir wären so unglaubliche Verstandsmenschen, ist es in Wahrheit nicht so. Das haben sogar Studien bei der Charité belegt, dass wir Entscheidungen wirklich schon Millisekunden vorher treffen, und zwar unbewusst. Das wurde durch MRT-Aufnahmen tatsächlich auch sichtbar gemacht. Die Probanden sollten zum Beispiel sich entscheiden, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Knopf zu drücken. Und zwischen Knopfdruck und der Entscheidung lagen halt schon einige Millisekunden, die eben unbewusst stattgefunden haben. Ja, super faszinierend. 95%, das ist schon echt heftig. Ich glaube, 90 hatte ich auch im Kopf. Also es ist ein sehr, sehr großer Anteil, aber ist auf jeden Fall extrem viel. Und genau da liegt ja letztlich auch das Potenzial. Deswegen sprechen wir heute auch über Hypnose, weil es so ein wirkungsvolles Werkzeug ist, um einfach auch ein Stück weit mehr aus sich rauszuholen, aus seinem eigenen Potenzial, wenn man so will. Was sind denn so die typischen Vorurteile, die dir begegnen zum Thema Hypnose? Also eins, was mir jetzt spontan einfällt, ist dieses, da werde ich doch willenlos und dann weiß ich nachher gar nicht, was gemacht wird. Was begegnet dir sonst so und was davon stimmt oder stimmt eben auch nicht? Also du hast recht, das mit der Willenlosigkeit, das ist wirklich das größte Vorurteil, was es gibt bei Hypnose. Du bekommst mit, was passiert. Ich finde das auch sehr wichtig, weil du natürlich auch wissen sollst, was wir in einer Hypnose für dich getan haben. Das hilft auch deinem Verstand letztendlich dann später, diese Veränderungen auch tatsächlich umzusetzen. Sonst noch gängige Vorurteile sind zum Beispiel, bin ich überhaupt hypnotisierbar? Oder ich bin nicht hypnotisierbar. Und in meiner Erfahrung aus den letzten 13 Jahren kann ich sagen, es gab vielleicht eine Handvoll Menschen, da hat es mit der Hypnose tatsächlich nicht gleich auf Anhieb geklappt. Da ist aber dabei rausgekommen, dass sie noch Sorgen hatten, dass sie noch innerlich bestimmte Fragen hatten, die sie davon abgehalten haben, sich eben auf die Hypnose einzulassen. Und wer bereit ist, sich auf Hypnose einzulassen, kann auch hypnotisiert werden letztendlich.
Viele denken auch, sie würden vielleicht schlafen während einer Hypnose. Das ist eben auch nicht so, sondern du bist in einem Zustand zwischen Wachsein und Schlafen. Und das ist so diese Trance-Phase, die wir dann nutzen, um eben die Verbindung zum Unterbewusstsein herzustellen. Da habe ich direkt eine persönliche Nachfrage, weil ich das mal erlebt habe. Vielleicht grenzen wir, bevor ich die Frage stelle, ab. Einmal, was ist normale Hypnose und was ist Showhypnose? Weil ich glaube, daher kommen die ganzen Vorurteile auch. Vielleicht magst du es einmal kurz abgrenzen. Was unterscheidet deine Arbeit von der bekannten Showhypnose, die man so im Fernsehen oder auf irgendwelchen Shows erlebt? Ja, du hast recht. Viele kennen tatsächlich erstmal nur die Showhypnose, weil die halt meistens auch in der Öffentlichkeit ist, im Fernsehen und so weiter. Der Unterschied ist eben, die Showhypnose will unterhalten und die brauchen so riesen Wow-Effekte. Und da wirkt es häufig so, als wäre das Gegenüber tatsächlich willenlos. Dabei ist es eine reine Technik. Also der Hypnotiseur, der auf der Bühne steht, der nutzt vorher schon bestimmte Techniken, um herauszufinden, wer denn aus dem Publikum wahrscheinlich am besten auf Hypnose anspricht. Und viele haben das vielleicht auch bei so einer Show mal beobachtet. Es werden zu Beginn 10 Leute auf die Bühne geholt und dann werden es immer weniger. Und letztendlich übrig bleiben diejenigen, die bereit sind, sich am meisten darauf einzulassen und quasi diese Unterhaltungsshow mitzumachen. Trotzdem ist auch da ein Einverständnis für erforderlich. Und die Form der Hypnose, die ich verwende, ist eben eine Hypnose im Coaching- oder Therapiekontext. Die will eben tatsächlich Dinge erreichen, will Menschen helfen, eben das Potenzial zu nutzen oder Blockaden aufzulösen, damit sie eben ein besseres Leben führen können. Ja, super spannend. Ich habe es tatsächlich selber einmal erlebt, eine Art Showhypnose in den USA. Und das Spannende war, wo ich dann auch erst Jahre später verstanden habe, als ich mich selber mit Hypnose auch beschäftigt habe. Ich hatte eine Austauschschülerin, die aus Holland war, und wir waren die einzigen, die mit 17, oder waren wir, glaube ich, 16, 17, eben noch nicht Auto fahren konnten, im Gegensatz zu den ganzen amerikanischen Mitschülern. Und sie ist tatsächlich, also ich saß im Publikum, aber sie war auf der Bühne und sie ist in dem Moment quasi aufgewacht, als es hieß, so, jetzt steigt ihr mal in euer Auto und cruist mal schön durch die Landschaft. Alle Amerikaner waren voll weiterhin drinne, und das war so der Punkt, wo ihr Unterbewusstsein scheinbar verstanden hat, Moment, das kann ich ja gar nicht. Und das fand ich ultra spannend, habe das selber Jahre später erst verstanden. Das zeigt ja eigentlich eben auch, dass man nur das machen kann, letztlich, wo auch schon die Basis für da ist quasi. Also wenn ich mir selber ein Ziel setze, das ist ja so ein Stück weit auch deine Arbeit, ne, dahingehend dann zu unterstützen, den Weg zu ebnen. Ja. Hast du auch solche Erfahrungen, wo das dann miteinander quasi aufeinanderprallt, weil es halt doch nicht gewollt ist? Genau, und wenn es dann aufeinanderprallt, wie du es ausdrückst, ist es halt so, dass das doch noch so ein internes Schutzschild gibt, was dann eben hochgeht und quasi sagt, was ist jetzt hier los, das passt nicht. Ja, und dann würde mein Gegenüber zum Beispiel auch die Hypnose automatisch beenden. Deswegen ist es mir auch sehr wichtig, dass die Menschen, die bei mir sind, eben nicht stumm eine Hypnose erleben, sondern dass wir uns auch während der Hypnose austauschen, damit immer mir bewusst ist es jetzt das, was das Gegenüber möchte oder nicht. Denn nur wenn es das ist, was das Gegenüber möchte, kann es funktionieren. Ne? Also wie du schon sagst, man kann nur das unterstützen, was wirklich gewünscht ist. Ja, super spannend auf jeden Fall. Dann lass uns doch gerne mal ein bisschen einen Schritt weiter gehen und einsteigen in das Thema Hypnose. Jetzt habe ich ein Thema. Vielleicht die erste Frage, was sind so die typischen Themen, mit denen Menschen zu dir kommen? Und dann gehen wir gleich im zweiten Schritt mal darauf ein, wie läuft dann so eine Hypnose wirklich auch ab? Also mit meinem Produkt im Moment wende ich mich ja an Selbstständige und Unternehmer, und da sind so die 3 größten Themen tatsächlich, fokussiert arbeiten zu können und sich nicht ständig ablenken zu lassen, Geldblockaden zu lösen, um dann tatsächlich auch Preise aufzurufen, wo man sich nicht total verausgaben muss, um davon leben zu können, und dann eben auch eine Work-Life-Integration zu schaffen. Und diese 3 Themen kann man halt wunderbar mit Hypnose unterstützen. Muss ich ein Problem haben oder kann ich auch einfach quasi noch mehr wollen und das mit Hypnose angehen? Genau, gut, danke fürs Nachhaken, da hast du vollkommen recht. Nee, du musst nicht unbedingt ein Problem haben. Also viele sagen mir auch, wie Geldblockaden lösen, ich verdiene doch schon gut. Ja, stimmt.
Aber manche, die gut verdienen, hängen dann trotzdem an einem bestimmten Level an Umsatz fest. Und auch dann darf man nochmal wieder an den eigenen Geldblockaden arbeiten. Also entweder man weiß, irgendwo hakt es und dann können wir da ganz gezielt dran arbeiten, oder jemand spürt, naja, ich merke irgendwie, ich stehe mir selbst im Weg, ich will mehr, aber irgendwas blockiert mich da, hält mich zurück. Und in beiden Fällen können wir halt super gut unterstützen. Sehr schön. Dann lass uns gerne mal einsteigen in so eine Hypnose-Session. Jetzt hatten wir wahrscheinlich ein Vorgespräch, haben mein Thema besprochen, vermute ich. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Es ist so, dass nach dem Vorgespräch wir quasi die Location wechseln. Also wir sitzen erstmal so im 1:1 zusammen oder eben auch online zusammen. Und wenn du hier bei mir vor Ort wärst, würden wir dann zum Hypnosesessel wechseln. Wenn wir uns online treffen, ist es oft so, dass sich mein Gegenüber dann ganz gerne bequemer irgendwo hinlegt oder in einen bequemeren Sessel setzt oder ähnliches, damit eben eine gewisse entspannte Atmosphäre entstehen kann. Und ich helfe dann mit Worten dabei, dass diese Verbindung zum Unterbewusstsein hergestellt wird. Und wenn mein Gegenüber das möchte, dann wird diese Verbindung auch hergestellt. Und ja, wenn das Unterbewusstsein mit im Boot ist, nenne ich es jetzt mal, dann haben wir die Möglichkeit, wirklich da um Hilfe zu bitten quasi. Wenn ich jetzt mal beim Thema Geldblockaden lösen bleibe, können wir dann fragen, hey, wir haben festgestellt, an der und der Umsatzschwelle, da hört es einfach auf mit dem Umsatz, es soll aber höher gehen. Und schau du doch mal bitte, liebe Hypnose, schau du mal im Unterbewusstsein nach. Was sind denn da vielleicht für Glaubenssätze, für Blockierungen oder andere Dinge, die wir bearbeiten dürfen, damit endlich diese Schwelle da durchbrochen werden kann. Und wir sind dann während der Hypnose eben auch im Gespräch, damit wir gemeinsam erstmal die Ursache finden und dann, wenn die Ursache klar ist, bekommst du halt dann Suggestionen, die dir helfen, einen neuen Weg zu gehen letztendlich. Sind diese Suggestionen im Vorfeld schon abgesprochen oder ist das etwas, wo du dann eben im Sinne des Klienten letztlich die formulierst? Die spreche ich vorher nie ab, weil sie meistens sowieso nicht zur Ursache passen. Also das habe ich im Laufe der Jahre festgestellt, dass die Ursache ja sehr individuell ist und dann was hilft es uns dann, Suggestionen vorher zu besprechen, die dann sowieso unpassend sind. Also wir besprechen dann eher die Suggestion während einer Hypnose. Ja, also gar nicht mal die Formulierung an sich, sondern eher, dass ich das Einverständnis einhole. So nach dem Motto, bist du denn jetzt einverstanden, wenn wir diese Geldblockaden lösen, damit du die nächste Umsatzschwelle erreichen kannst? Und ist es okay, wenn ich dir unterstützende Suggestionen zu dem Thema gebe? Und dann gehen wir eben in die suggestive Arbeit rein. Und erinnert sich die Person im Nachgang immer noch an alles oder ist das wirklich sehr unterschiedlich? Weil du hast ja vorhin schon mal angeteasert im Sinne von, es hat so einen schlafähnlichen Zustand manchmal, die Trance. Ich habe es selber auch schon erlebt, vieles habe ich komplett mitbekommen, aber ich hatte auch schon ein paar Hypnosen, wo ich einfach, hinterher, ich bin wirklich aufgewacht gefühlt, als entweder die Aufnahme zu Ende war oder halt die Sitzung letztlich zu Ende war und konnte mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, was dazwischen passiert ist, aber war sehr entspannt danach. Wie ist so deine Erfahrung? Ja, teils. Also eine Hypnose, wenn die 1:1 ist, kann auch mal relativ lange dauern, also bis zu 1,5 Stunden. Da kann man sich einfach nicht mehr an jedes Detail erinnern, was aber auch okay ist. Festgestellt habe ich, dass das Wichtigste tatsächlich bleibt und damit auch gearbeitet wird. Und das, was du beschreibst, da ist es manchmal so, gerade wenn es suggestive Teile der Hypnose sind, dass der Verstand so weit zurückgeschraubt wird, sage ich mal, dass du den Eindruck hast, du hast nichts mehr mitbekommen, aber dein Unterbewusstsein hat es sehr wohl mitbekommen. Und das merkst du dann daran, wenn du dann vom Hypnotiseur eben gebeten wirst, die Hypnose zu beenden, und dann wird ja häufig von 1 bis 5 gezählt und dann die Augen öffnen. Wenn du darauf reagierst, dann weißt du genau, dein Unterbewusstsein hat zugehört, nur dein Verstand war in dem Moment nicht mehr präsent. Super faszinierend. Ich würde sagen, dann hat es auf jeden Fall mal ganz gut funktioniert, weil das habe ich dann meistens mitbekommen, so bei den letzten Zahlen bin ich dann, oder jetzt die Augen auf und irgendwie Muskeln wieder anspannen und so. Genau, und da war dann in dem Moment, wo du gefühlt weg warst, da war halt die Hypnose so tief,
dass der Verstand quasi ausgeschaltet war, in Anführungsstrichen, und nur noch das Unterbewusstsein zugehört hat. Ja. Jetzt bist du ja jemand, der vor allem auch 1:1 arbeitet, aber ich frage jetzt einfach mal ganz kritisch, weil nicht jeder die Möglichkeit hat, immer ins 1:1 zu gehen, sowohl online als auch natürlich vor Ort. Was hältst du denn von diesen Hypnose-CDs, sage ich mal, dieses früher, oder den Audios, die man heutzutage online findet, die natürlich nicht das eine Thema super individuell bearbeiten können, aber zum Beispiel das Thema Selbstbewusstsein oder vermutlich auch Geldblockaden im Allgemeinen durchaus adressieren können? Was ist so deine Meinung dazu? Also es kann durchaus sehr gut wirken, wenn es eben gut auf die eigene Situation passt. Inzwischen ist es auch so, dass ich durchaus mit einer Gruppe arbeite, und da arbeiten wir natürlich eher auf der suggestiven Ebene, was aber auch total wirksam sein kann. Ich in meiner Gruppe dann habe natürlich die Möglichkeit zu fragen, was habt ihr denn so für Glaubenssätze und so weiter, und kann das darauf anpassen. Aber selbst eine Hypnose-CD kann wirklich hilfreich sein, wenn es mindestens zu 50% den Kern des eigenen Problems trifft. Wenn aber das Unterbewusstsein merkt, die CD, die Michelle da gerade hört, keine Ahnung, da fühle ich mich gar nicht von angesprochen, weil vielleicht nur 10% wirklich auf dich zutreffen, dann wird das Unterbewusstsein da nicht viel mit anfangen können. Aber wenn es mindestens 50% oder im Idealfall ein bisschen mehr sind, dann wird da sicherlich auch schon was passieren können. Gibt es für dich so ein oder zwei, sagen wir mal, bekanntere Hypnotiseure, die halt im internationalen Markt wahrscheinlich auch bekannt sind, die du selber verfolgt hast oder mit denen du quasi auch so in Berührung gekommen bist? Also bei mir zum Beispiel war es Paul McKenna, ist wahrscheinlich auch einer der bekanntesten. Aber wer war das so bei dir, der dich so begleitet hat mit deinen Anfängen? Also da gibt es schon verschiedene, zum Beispiel war das Roy Hunter, der sich halt sehr mit der Teiletherapie in der Hypnose auseinandersetzt, oder auch die Ines Simpson, die hat das Simpson-Protokoll entwickelt. Es war auch sehr beeindruckend, sie zu treffen, aber eben auch viele, viele deutsche Hypnotiseure, die einfach tolle Arbeit leisten. Und es ist ja so, wir Hypnotiseure untereinander haben natürlich auch ein Stück weit ein Netzwerk und kennen auch den einen oder anderen, und wie er arbeitet. Und ich mache es auch ganz gerne, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand bei mir nicht richtig ist, dass ich dann auch gerne weiterempfehle an jemand anders, der besser passt, damit eben mein Gegenüber am meisten profitiert. Super spannend auf jeden Fall. Dann würde mich auf jeden Fall interessieren, wie du zum Thema Hypnose überhaupt gekommen bist. Jetzt haben wir jetzt schon inhaltlich sehr viel gesprochen, was auch sicherlich spannend ist für den oder die eine oder andere, die zuhört. Aber wie kamst du eigentlich zum Thema? Weil das ist ja nichts, was man in der Schule, sage ich mal, einfach so lernt, sondern meistens erst auf dem zweiten Bildungsweg, später in der eigenen Weiterentwicklung, wenn man so will. Wie war das bei dir? Ja, bei mir war es tatsächlich auch die eigene Weiterentwicklung, die mich dahin gebracht hat. Du musst dir vorstellen, dass ich einen großen Vortrag halten sollte. 40 Menschen waren angemeldet. Und in meiner Jugend hatte ich schon Angst, in der Klasse vorzulesen. Ich habe gedacht, ob das wohl gut geht. Ja, ich konnte es mir also gar nicht vorstellen. Und dann brauchte ich schnelle Hilfe, weil der Vortrag war nicht so lange hin, und habe tatsächlich hier in der Umgebung einen Hypnotiseur gefunden, der mich unterstützen konnte, auch relativ kurzfristig. Und ich war so erstaunt. Ich glaube, wir hatten wirklich nur ein paar Termine, und wir haben da im Unterbewusstsein eben die Ursache gefunden, warum ich denn diese Panik davor hatte, vorzulesen. Und wir konnten die lösen. Und dadurch bedingt konnte ich entspannt meinen Vortrag halten. Klar war ich ein bisschen aufgeregt, gehört für mich auch dazu, aber ich konnte ruhig und entspannt reden und konnte eben mein Wissen einfach weitergeben. Und was mir da auch sehr geholfen hat, was ich auch oft bei Klienten mache, dass ich einen Anker bekommen habe. Ein Anker bedeutet, wenn du etwas Bestimmtes tust oder denkst, oder dich an einer bestimmten Stelle des Körpers berührst, dass du dann vielleicht zum Beispiel so ein bestimmtes Gefühl abrufst. Und bei mir war es so, meinen Vortrag habe ich mit Moderationskarten gehalten, und wir hatten dafür gesorgt, dass ich in einer ganz ruhigen und entspannten Stimmung bin, nenne ich es jetzt mal. Und wir haben dann dafür gesorgt, dass in dem Moment, wenn ich Moderationskarten in der Hand habe, ich genauso ruhig und entspannt bin wie in diesem Moment.
Das bedeutet, immer wenn ich Moderationskarten in die Hand nehme, das ist auch heute noch so, dass ich sofort runterfahre, mich entspanne, mich sehr gut fokussiere auf das, was jetzt kommt und es mir dadurch total leicht fällt, eben jetzt inzwischen Vorträge zu halten. Schlussendlich hat mich das total begeistert, weil es war ein Thema aus meiner Jugend und gelöst hatte das so, vor 14, 15 Jahren. Und da habe ich gedacht, wow, also so ein altes Thema so einfach lösen, das ist krass. Ja? Und das hat mich wirklich inspiriert und interessiert. Und dann bin ich angefangen, eben Literatur zu lesen, erste Seminare zu besuchen und habe dann letztendlich Anfang 2012 meine eigene Praxis eröffnet. Sehr schön, ja. Die Frage, die da jetzt aufkommt, ist, wie lange dauert es, so ein Thema zu behandeln, wenn man so möchte, oder zu lösen, klingt vielleicht ein bisschen besser. Es variiert wahrscheinlich sehr, aber vielleicht das Beispiel, was du gerade hattest, wie lange hat das bei dir gedauert mit der Redeangst letztendlich? Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich bin nicht mehr ganz sicher, weil es doch schon länger her ist. Aber ich glaube wir hatten so ungefähr 3 Termine, 1,5 Stunden. Also es geht doch relativ zügig. Ne? Und die Länge der Zusammenarbeit kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wie vielfältig ist gerade das Thema. Ja, bei mir war es dann nur die Präsentationsangst. Das ist natürlich relativ zügig zu lösen. Wenn es aber dann vielfältigere Themen sind, wie zum Beispiel, du kannst dich nicht gut fokussieren, du hast Geldblockaden und du willst eine bessere Work-Life-Integration schaffen, das ist natürlich das dauert ein bisschen länger und da braucht man dann mehrere Termine. Aber in der Regel kommt man mit 12 Terminen sehr gut klar, selbst wenn es ein sehr vielfältiges Problem ist. Super spannend. Hast du noch so ein Beispiel aus deiner Praxis, über das du vielleicht reden darfst? Es muss ja auch keine Namen nennen, sondern einfach inhaltlich, was dich selber sehr beeindruckt hat, was vielleicht besonders die Transformation letztendlich auch zeigt, die du durch Hypnose mit deiner Klientin oder deinem Klienten erreichen konntest. Ja, tatsächlich. Also zum Beispiel eine Klientin, die kam im Business nicht voran. Also sie trat auf der Stelle und es ging nichts und dann, was heißt, es ging nichts? Also es ging wenig. Und wir haben dann an alten Glaubenssätzen gearbeitet, haben an Dingen gearbeitet, die sogar aus Vorgenerationen stammten und haben da eben entsprechend auflösend gearbeitet. Und dann hat sie wirklich innerhalb von, waren das 2 Wochen, gab es echt einen Switch bei ihr. Also sie konnte dann viel besser verkaufen, sie war wieder viel motivierter und die ist dann wirklich mega gut ihren Weg gegangen. Und wir haben das dann in den weiteren Sitzungen halt weiter vertieft und immer mehr geschärft, dieses Thema. Und mit jedem Mal wurde sie quasi noch erfolgreicher und das ist mega cool. Oder ich hatte mal auch einen Geschäftsführer, der hatte auch tatsächlich Präsentationsangst. Das Interessante bei ihm war, man sah ihm das äußerlich überhaupt nicht an. Also die Mitarbeiter, vor denen er dann eine Präsentation gehalten hat, wären nie auf die Idee gekommen, dass der Mann Angst davor hat. Aber er hat es selber beschrieben, als hätte er innerlich so ein Kriegsgebiet. Also innerlich war der so in Aufruhr, dass er total erschöpft war nach so einer Präsentation und fertig und am liebsten den restlichen Tag Urlaub genommen hätte, um sich zu erholen. Und nach außen hin war es überhaupt nicht sichtbar. Und auch da haben wir ein paar Sitzungen gemacht und inzwischen hält er echt ruhig und entspannt seine Präsentationen. Sehr schön, ja. Machst du vor allem eben diese Business-Themen letztendlich oder auch so Sachen wie Angst vorm Zahnarzt? Das ist ja auch so ein Klassiker, wo ich auch schon von gehört habe, dass es eben Hypnose-Anwendungen gibt, die dabei helfen können. Ja, das läuft bei mir schon zweigleisig. Also ich habe einmal die Business-Themen, die ich ganz besonders gerne mache, weil ich halt auch eigene Business-Blockaden gelöst habe mit Hypnose und gemerkt habe, wie viel leichter es dann eben auch in der Selbstständigkeit oder im Unternehmen ist. Und ich habe ich nenne sie mal die Praxis für Privatleute. Da geht es dann eher so um Themen wie Angstbewältigung, unerfüllter Kinderwunsch oder auch ums Thema Abnehmen, Rauchentwöhnung, diese Geschichten. Hilft dann da auch Selbsthypnose quasi? Also gerade beim Zahnarzt, da wirst du ja wahrscheinlich nicht dabei sein, auch nicht auf den Ohren, sondern vermittelst du dann auch Techniken, die man eben nutzen kann, um sich dann in dieser Situation selbst gleich in so eine gewisse Trance zu versetzen?
Genau, gerade für den Zahnarzt ist das ein Klassiker oder auch bei Spritzenphobie, dass ich dann tatsächlich Selbsthypnose beibringe. Auch bei den Business-Themen ist der allererste Schritt, dass Selbsthypnose gelehrt wird, weil mir unheimlich wichtig ist, dass keine Abhängigkeit zu mir entsteht. Ja, ich möchte auch Werkzeuge in die Hand geben, die dazu führen, dass eben mein Gegenüber auch selbst was tun kann. Das ist mir immens wichtig. Und Selbsthypnose ist so ein unglaublich kraftvolles Tool, wo wir so wahnsinnig viel mit anfangen können. Also viele verbinden es ja damit, sich schnell zu entspannen, aber man kann sich auch selbst Suggestionen geben oder ja, man kann auch selbst eigene kleinere Themen, sage ich mal, bearbeiten, um sich davon zu befreien. Und deswegen ist mir Selbsthypnose beibringen in beiden Bereichen wirklich wichtig, ja. Sehr schön. Wie kann ich denn jetzt das ganze Thema Hypnose und letztlich auch ein Stück weit dein Angebot kennenlernen? Also ich weiß, auf deiner Webseite finde ich ganz viele Informationen, da gibt es so eine spezielle Anlaufstelle, wo du sagst, schaut da mal rein, da könntet ihr die ersten Schritte gehen, bevor ihr euch vielleicht dafür entscheidet, ja, direkt in Kontakt zu treten mit dir. Ja, dafür habe ich ein Freebie erstellt, also ein Gratisprodukt, was sich jeder herunterladen kann. Da geht es ums Thema Fokus. Da ist, ja, weil es einfach so ein wichtiges Thema eben gerade im Bereich Business ist, da geht es darum, dass du eine Hypnose bekommst von mir. Du bekommst aber auch 3 Tipps, wie du fokussierter arbeiten kannst und auch noch ein kleines Arbeitsblatt, was dir hilft, eben ja, herauszufinden, welcher Fokus wäre denn für mich jetzt gerade wichtig. Sehr schön, das verlinken wir auf jeden Fall alles unter diesem Video, genauso wie natürlich auf deiner Webseite und die sonstigen Kontaktmöglichkeiten. Insofern schaut da gerne mal rein, wenn ihr Interesse habt, einfach das Thema Fokus mal anzugehen. Ich glaube, das kann tatsächlich jeder angehen, der jetzt zuhört. Das ist ja bei vielen Leuten einfach eine Baustelle letztendlich, wo man einfach immer besser werden kann. Genau. Dann würde ich mich freuen, wenn der oder die eine oder andere bei Interesse einfach mal mit dir in Kontakt tritt und sich da einfach mal weiter informiert, wie ihr das Thema bearbeiten könnt, was ihn oder sie betrifft. Ja, genau, da würde ich mich auch total freuen. Und das Thema Fokus als Freebie ist es tatsächlich geworden, weil ich auf LinkedIn eine Befragung gemacht habe. Und das war weit überwiegend das führende Thema, sage ich mal. Und daher an der Zielgruppe orientiert das Thema Fokus. Und das ist für viele immens wichtig, ja. Perfekt. Und damit kommen wir dann auch schon zu den Abschlussfragen. Du darfst jetzt noch ein paar Sätze vollenden und deswegen steigen wir mal direkt ein mit der ersten Frage, die ist leicht, die passt zu deinem Thema und deswegen Hypnose bedeutet für dich persönlich. Befreiung. Also Befreiung von mentalen Blockaden, die dazu führen, dass wir immer mehr unser Wunschleben leben können. Dann der zweite Satz. Wir sind bei Erfolgsgeflüster, deswegen sprechen wir einmal über Erfolg und deswegen Erfolg bedeutet für mich. Erfolg bedeutet für mich, mein Leben und mein Business so leben zu können, wie ich das wirklich möchte, ohne dabei selbst unterzugehen. Der nächste Satz lautet Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich. Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich einen quasi niemals endenden Prozess, der aber auch total Spaß macht und an dem wir einfach lernen, dass wir immer noch mehr aus uns selbst machen oder herausholen können. Und da ist es auch egal, wie viel wir an Persönlichkeitsentwicklungsarbeit schon getätigt haben. Es gibt immer noch Möglichkeiten, besser zu werden. Absolut. Und damit kommen wir zum letzten Satz. Jetzt geht es nochmal ein Stück weit tiefer und zwar Leben bedeutet für mich. Leben bedeutet für mich genießen. Also wirklich Freude dran haben, wie ich lebe und vor allen Dingen mein Leben so gestalten zu können, wie ich das möchte. Die Dinge reinzuholen ins Leben, die mir wichtig sind, die mir Freude bereiten, die mir gut tun und die Dinge, die mir eben nicht gut tun, immer mehr auszusortieren. Herzlichen Dank auch für diese sehr persönlichen Einblicke in deine Sichten auf diese Themen. Insofern, ja, auch danke generell fürs Gespräch, war super spannend. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen was lernen können über das Thema Hypnose. Wir können alle weiter daran arbeiten, indem wir uns das Thema Fokus angehen mit einem Arbeitsblatt und Freebie. Und ja, vielen lieben Dank, Michaela. Sehr, sehr gerne, Michelle. Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Hypnose oder direkt an Michaela, schreibt die sehr gerne in die Kommentare. Abonniert gerne den Podcast und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Erfolgsgeflüster.